Hallo und herzlich willkommen auf unserem brandneuen YouTube-Kanal der Familie Jurkewitz. Neben mir steht Jolina. 7 Jahre alt. Und gehst du schon zur Schule? Ja, in die 2. Klasse. Ich bin der Julian und unsere anderen Familienmitglieder werdet ihr in den folgenden Episoden bestimmt noch kennenlernen. Was wir euch hier überhaupt zeigen wollen, ist unser Start in das Selbstversorgerleben. Und zwar von Anfang an. Kurzer Rückblick, wir haben Anfang des Jahres 2022 ein altes Haus gekauft von 1900 und dazu gehörte ein etwa 2000 Quadratmeter großes Wiesengrundstück, etwa 200-300 Kilometer Luftlinie außerhalb des Ortes entfernt. Und wir haben uns lange überlegt, was machen wir mit diesem Gelände? Die erste Idee war, ein bisschen Heu zu ernten für Tiere, kleine Ballen zu verkaufen, das haben wir auch gemacht. Aber schnell wurde klar, das rentiert sich alles nicht so richtig, das kostet nur unheimlich viel Zeit und Energie. Aber so wirklich was haben wir davon nicht. Und irgendwie, da ich schon so ein paar YouTubern folge, zum Beispiel dem Selbstversorger Rigotti oder dem Ralf mit seinem Selbstversorgerkanal, sind wir auf die Idee gekommen, hier eine kleine Selbstversorgerfarm ins Leben zu rufen. Und was wir in den letzten Monaten getan haben, wir haben jetzt Anfang November 2022, wir haben versucht, die Infrastruktur zu schaffen. Julina, erzähl uns mal, was haben wir hier alles gemacht bisher? Wir haben Weinreben gepflanzt. Wir haben kleine Küken aus den Eiern, also gemacht in diesem Dings. Brutautomaten? Ja, Brutautomaten. Und wir haben dann auch noch ein paar Hühner gekauft. Die seht ihr vielleicht hinter uns. Wir haben ein paar Sussex-Hühner geholt und die anderen Brahmas, die kleineren, die da rumlaufen, das sind die mit der Hand ausgebrüteten, aufgezogenen Küken, die jetzt aber auch schon ganz schön groß geworden sind. Julina, was haben wir noch so gemacht? Wir haben einen Acker gepflügt, dann haben wir noch einen Zaun gesetzt, dann haben wir Hühner gekauft, wir haben noch also Obst eingepflanzt. Obstbäume, Beerensträucher. Alles drum und dran. Genau. Und was wir hier noch haben, ist einen kleinen Holzplatz. Da machen wir unser Brennholz und ich säge dort Bretter. Wir haben zu Hause am Haus eine Grillhütte gebaut, beziehungsweise müssen die jetzt noch verbrettern und so weiter. Alles aus Eichenholz. Also es gibt jede Menge zu tun. Man kommt eigentlich gar nicht hinter all den Aufgaben, die anstehen. Im Nachfolgenden werde ich euch einen kleinen Zusammenschnitt präsentieren von dem, was wir hier so die letzten Monate getrieben haben. Und in den nachfolgenden Episoden nehmen wir euch weiterhin mit auf die Reise hier, die Infrastruktur noch weiter auszubauen bis zum Saisonstart nächstes Jahr, wenn hier gepflanzt wird und so weiter. Ja, wir würden uns einfach freuen, wenn euch das Projekt Spaß macht, ihr dabei seid. Abonniert auch gerne schon den Kanal, drückt die Glocke, wenn euch das bis hierhin gefallen hat. Jetzt gleich gibt es den Zusammenschnitt für euch und dann sehen wir uns hoffentlich bald schon wieder. Also, bis dann, macht's gut. Vorab, ihr müsst entschuldigen, dass die Videos jetzt alle im Hochkantformat aufgenommen sind. Wir hatten ja eigentlich nie einen YouTube-Kanal geplant und die Videos waren für unsere Eltern per WhatsApp geschickt. Wir haben hier Anfang 2022 ein paar Tannenbäume gefällt, die mussten auf jeden Fall weg und die haben wir dann zu Brennholz aufgespalten. So, wir haben neue Bewohner. Die lassen wir jetzt frei, die stehen hier erstmal gerade nur so provisorisch, die müssen jetzt mal raus aus dem Kasten. Ich glaube, im Mai war es dann schon soweit und wir haben 2 Bienenvölker bekommen. Die haben wir uns von einem Imker aus der Gegend geholt, inklusive den Beuten. Und hier in dem Video lassen wir die jetzt das erste Mal raus bei uns auf der Wiese. Hier sieht man, wie die Bienen aus ihrer Beute herausschwirren und erstmal am neuen Standort jetzt angekommen sind, müssen sich erstmal neu einfliegen. Eine super schöne Sache. Dann ging es schon weiter Richtung Juni. Wir wollten Heu machen und dafür habe ich diese Presse aus Holz gebaut. Und die haben wir da einfach mal mit einem bisschen trockenem Gras bzw. Heu ausprobiert. Ja, und das sah doch schon ganz gut aus. Der Lasse holt da den ersten Ballen raus, den wir damit gepresst haben. Der ist gut geworden. Oh, Unser erster Heuballen. unser erster Heuballen. Ja, noch nicht ganz so schön. Oben die Spitzen, ne? Die müssen wir noch ein bisschen besser. Zeig mal, heb noch mal an. Tipptopp. Ja, und dann geht's wirklich Richtung erster Heuschnitt. Wir probieren den Balkenmäher an unserem Deutz D3005 das erste Mal aus. Und wie man hier sieht, feinstes Gras, was wir da schneiden. Der Lasse hat Spaß. So, fertig. Haben wir gut gemäht, Lasse? Ja? Ab nach Hause. Die Wiese ist komplett gemäht. Das hat echt Spaß gemacht. Das war eine super Sache. Ja, und dann geht das los.
Mehrmals am Tag muss das Heu dann gewendet werden in der Sonne. Man muss sich natürlich auch eine Woche aussuchen, wo es wirklich nicht regnet im besten Fall und die Sonne ordentlich brutzelt, und dann geht es jeden Tag mindestens zweimal auf das Feld, um das Heu einmal zu wenden, damit es von allen Seiten gut trocknet, und dann hinterher wird es geschwadet, und hier sieht man jetzt die fertigen Heureihen. Ja, und dann ging das auf den Anhänger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alles haben wir nicht geschafft. Den Rest habe ich vom Nachbarn pressen lassen. Da konnte er dann auch selber verwenden, das Heu, weil für unseren Bedarf ist das viel zu viel gewesen. Ja, Julina in ihrem Imkeranzug, den haben wir ihr dann gekauft. Und sie hat dann auch noch ein eigenes Volk dazu bekommen. Man sieht jetzt im Hintergrund schon 3 Völker. Hier sind die Damen hier fleißig am Honig schlürfen, der da ausgelaufen ist. Mahlzeit! Ja, und dann haben wir auch schon den ersten Honig geschleudert. Hier sieht man die vollen Honigwaben, da war richtig was drin. Unser erstes Honigschleudern, das hat sage und schreibe 20 Kilo Honig gebracht. Nein, stimmt nicht, 10 Kilo Honig, und das sind 20 Gläser à 500 Gramm. Hier hält die Julina gerade das Refraktometer, um die Feuchtigkeit im Honig zu messen. Der darf nämlich nicht zu feucht sein, sonst fängt er hinterher im Glas an zu gären. Das wollen wir ja nicht. Dann werden die Waben hier entdeckelt mit dieser Entdeckelungszange. Muss man erstmal den ganzen Wachs, der diese Waben versiegelt hat, runterkratzen, und dann geht's in die Honigschleuder. Und Julina dreht hier fleißig. Der Honig wird hier rausgeschleudert und sammelt sich dann unten in der Honigschleuder. Und dann geht's los. Der Honig darf raus. Jetzt ist der große Moment gekommen. Wir lassen unseren ersten Honig raus. Guckt uns zu. Ihr seid die Besten. Und guckt euch das leckere Gold an. Lecker, Leute. Das war schon ein ganz besonderer Moment, den ersten eigenen Honig hier rausfließen zu sehen. Richtig toll, und natürlich direkt probieren mit dem Finger. Was ihr da jetzt für Brocken seht oder Flocken, das sind restliche Wachspartikel, die werden jetzt als nächstes rausgefiltert, sodass man wirklich nur noch den klaren Honig am Ende hat. Ja, und dann gilt es natürlich auch, den Rest rauszukratzen aus der Honigschleuder, ja nichts verkommen lassen. Ja, und irgendwann Richtung Juli sind wir hier schon. Heute ist wieder so ein krasser Tag. Jetzt guckt euch mal das an hier, was hier abgeht. Da ist richtig was los. Die Bienenvölker haben sich weiterentwickelt, sind richtig stark geworden. Besonders das Blaue, das ist nach wie vor unser stärkstes Volk. Und ihr seht ganz im Hintergrund noch eine neue Beute. Da wollten wir noch ein Volk ziehen. Das war aber schon zu spät. Wir haben das dann hinterher vereinigt mit einem anderen Volk, weil die wären einfach für den Winter zu schwach gewesen und wären gestorben. Das wollten wir natürlich nicht. Ja, und dann muss der Honig natürlich gerührt werden. Dafür gibt es einen speziellen Rührer, und damit werden quasi die Zuckerkristalle zerschlagen, sodass er nicht irgendwie hart wird, sondern schön fluffig und flüssig bleibt. Ja, da ist uns eine Bienenkönigin verstorben. Da haben wir eine neue bestellt im Internet. Die wird dann hier in das Volk reingehängt und dann begrüßt. Und irgendwann, diese Dose da, die ist verschlossen mit Teig, mit Puderzuckerteig. Der wird dann durchgefressen und dann kann sie da rauskommen. Zündung! Ja, und der Traktor ist wirklich ganz, ganz oft im Einsatz. Den braucht man für echt viele Sachen, und das läuft hier wie ein Uhrwerk. Ja, wir mussten uns Gedanken machen über die Wasserversorgung, weil wir haben auf der Wiese natürlich kein Trinkwasser und auch keinen Strom. Und dann habe ich im Internet entdeckt, eine Zapfwellen-Wasserpumpe, die kann man hinten auf den Zapfwellenstummel draufstecken vom Dolz, und dann pumpt es richtig viel Wasser. Das haben wir hier ausprobiert zu Hause im Garten mit einer Regentonne. Wir haben 5 IBC-Container gekauft. 4 davon stehen aktuell auf dem Wiesengelände und einer am Haus. Und so kann man dann immer Regenwasser auch ganz schnell hin und her pumpen. Ich bin gespannt, wie das im kommenden Sommer in der Praxis wirklich funktioniert. Ob das alles nicht doch zu aufwendig ist, müssen wir mal schauen. Die Wasserversorgung ist natürlich schon wichtig. Ich meine, bis 25 Bar sind die Schläuche wohl geeignet. Oh, hier ist aber richtig, der will schon weg, der Schlauch. Da kommt schon einfach was raus. Stark. Ja, und um die Hütte zu bauen, habe ich mir hier so einen Aufsatz von Logosol bestellt für die Kettensäge. Da kann man dann relativ einfach Balken und Bretter sägen aus Baumstämmen. Das hat bombig funktioniert, ich war da total begeistert. Aber 100% gerade wird das natürlich nie. Das muss ich dann irgendwann feststellen, aber für so Outdoor-Bauprojekte ist das eigentlich egal. Holz ist ein Naturmaterial, da muss ja nicht immer alles kerzengerade sein. Das sind die 2 ersten Eichenbalken, selbst gesägt. Ist das nicht geil? Ja, und da war ich schon sehr stolz. Da haben wir 2 Eichenbalken hier gesägt. Das hat super funktioniert, und die sind dann quasi als Sparren für die Outdoor-Küche gedacht. Geil. Hammer. Also ich bin schwer begeistert von dem Gerät. Top. Also mit den 2 Balken hat sich das Ding schon fast rentiert. Was die wohl kosten würden,
wenn man die so vom Sägewerk holt, die Eichenbalken hier. Und dann ging es auch weiter. Die Sparren drauf, Querlattung, auch aus Eichenholz drauf und dann Dach anschrauben. Im letzten Abendlicht das Dach noch festgeschraubt. Den ganzen Tag hier mal hoch an dem Gerät. Und funktioniert das, oder? Eine Regenrinne durfte natürlich auch nicht fehlen. Die haben wir zusammen installiert und hier fließt das Wasser. Im September musste natürlich noch ein Zweischarflug her, um das Ackerland dann auch im Herbst anzulegen. Wir mussten ja die Wiese umflügen, also bei eBay Kleinanzeigen günstig einen Schnapper gemacht, einen Egge und einen Flug, beides gebracht bekommen, für einen Appel und ein Ei, Top-Deal. Nebenbei auf der Terrasse zu Hause ein bisschen weiter gebastelt, auch alles aus Eichenbrettern dann gesägt und den Sichtschutzzaun aufgebaut. Weiter im Monat September haben wir dann noch den Hühnerstall aufgebaut, weil in Kürze unsere Hühner einziehen sollten. Wir mussten da jede Menge Altlasten entfernen, also da war auf dem Gelände ganz, ganz viel Schutt verbuddelt und ja, das waren einige Tage mit dem Minibagger, wo wir da Schutt weggefahren haben und alles begradigt haben und so weiter. Alles planiert, ganzen Müll, hier war Schutt vergraben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da hinten steht der Bagger. Mit dem Holzspalter bin ich ständig dran, immer abends nach Feierabend mal 1-2 Stündchen Holz spalten. Dann kommt man gut voran und baut sich da einen riesen Vorrat auf. Also so 20 bis 25 Raummeter verbrauchen wir schon hier. Zu der Heizung kommen wir irgendwann später nochmal. Aber hier liegen ein paar Meter. Da geht es natürlich einfacher von der Hand mit schwerem Gerät. Ja, und dann war es endlich soweit. Der Boden war schön feucht nach einigen Regenschauern. Und dann konnten wir flügen. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das hätte ich also noch ein paar Tage mehr machen können. Das war richtig geil. Ich hatte erst Bedenken, dass der Deutz das nicht packt. Mit seinen knapp 30 PS, ein Zweischarflug der Firma Niemeyer. Aber man sieht hier, das hat echt gut funktioniert nach anfänglichen Einstellungsschwierigkeiten. Da muss man erstmal drauf. Also Flügen ist wirklich kompliziert, nicht einfach. Am Ende war ich aber doch ganz schön geschafft, obwohl das echt nur 650 Quadratmeter waren, die wir hier geflügt haben. Ich habe größten Respekt vor den Bauern von früher, die auf diesen Böcken den ganzen Tag 10, 15 Stunden gesessen haben. So einen alten Traktor zu bedienen im Einsatz ist schon ganz schön anstrengend. Jetzt sind wir schon im Oktober. Weitere Tannenbäume mussten gefällt werden. Das war mir einfach zu heikel. Die sind durch den trockenen Sommer nahezu abgestorben. Und bevor die mir hier im Herbst oder im Winter um die Ohren fliegen, haben wir die lieber gleich entfernt. Beim Obstbäume pflanzen bin ich beim vorletzten Baum auf diesen riesigen Findling gestoßen. Und da musste ich meinen Bekannten Jonas hier aus dem Ort holen. Der hat so einen Forstner-Traktor mit einer Zange vorne am Frontlader und der hat mir den dann mal just da rausgehoben. Weil den konnte ich wirklich alleine nicht mehr bewegen. Ich habe den freigegraben, so weit es ging und auch rausgehebelt bekommen mit der Spitzhacke. Aber da musste dann am Ende doch schweres Gerät dran. Der Stein liegt übrigens noch auf unserer Wiese. Gut. Da fliegen die Kraniche und Gänse Richtung Süden. Das bedeutet, der Winter kommt. Immer wieder ein tolles Naturschauspiel, natürlich auch die Geräuschkulisse dabei. Bye bye. Bis nächstes Jahr. Boah, Männer. Ey, ist das eine Scheißarbeit, diese Pfähle reinzukloppen. Mir tun die Arme weh, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Aber ich hab's geschafft. Guckt euch das an. Das war richtig anstrengend. Hier habe ich also kesseldruckimprägnierte Pfähle gesetzt. Mit so einem Metallrambock. Alle reingeschlagen. Komplett selber gemacht. In 2 Tagen stand der Zaun. Das war richtig anstrengend. Aber wir wollten das Gelände unbedingt mit einem Wildzaun einzäunen. Wir haben den dann gespannt mit einem Traktor, mit einer langen Eisenstange, die wir da durchgefädelt haben. Das haben wir hier leider nicht gezeigt. Perfekt, hält bombig. Hoffe ich zumindest. Hier sieht man jetzt mal so einen aufgesägten Eichenstamm. Ich freue mich jedes Mal mega, wenn ich das erste Brett runternehme und diese tolle Maserung zum Vorschein kommt. Was für ein toller Stamm hier. Richtig toll. Wir sind schon im November angekommen, hier ein traumhafter Sonnenuntergang hinter unserem Wiesengrundstück.
Und der Acker ist perfekt vorbereitet. Was heißt perfekt? Da fehlt noch einiges im Frühjahr, aber soweit so gut für den Winter. Jetzt müssen erstmal die Wurzeln und so weiter absterben. Die 3 Küken, die wir mit der Hand mit dem Brutautomaten hochgezogen haben, die sind jetzt hier zu den großen Hühnern gekommen. Die verstehen sich gut, das läuft alles klasse. Hier meine Frau im Bild und Jolina. Das macht richtig Spaß. Ja, und dann sind wir schon im Dezember. Um Weihnachten rum, da probiere ich das erste Mal die WIP-Kreissäge aus, die ich auch bei eBay Kleinanzeigen geschossen habe und säge quasi die Meter-Spaltstücke dann auf Ofengröße. Das sind bei uns so 33 bis 35 Zentimeter. Und das funktioniert echt bombastisch. Also da war ich selber sehr begeistert. Mittlerweile habe ich der Säge noch ein neues Sägeblatt gegönnt. Geht jetzt noch besser, weil tatsächlich ist mir das Ding einmal fast um die Ohren geflogen, hat sich einmal verhakt. Top, geil. Funktioniert wie geschnitten Brot. Noch eine elektrische Hühnerklappe bekommen. Das war bitter nötig, denn das tägliche Auf- und Zumachen hat schon ziemlich genervt irgendwann. Und so funktioniert das alles automatisiert. Ja, und dann sind wir eigentlich im Winter angekommen. Da ist jetzt nicht mehr viel passiert, deswegen gibt es auch nicht viele Aufnahmen. Alles Weitere seht ihr dann schon in der nächsten Episode, die kommen wird hier. Ich gucke gerade, ob die Eier gelegt haben. Und da sitzt eine Mütze. Die ist am Glucken, ne? Ja, ich weiß. Dann musst du die runterheben. Okay, mal gucken, ob ich das schaffe. Hoch, hoch, hoch. Oh, die sind warm. Total, fühl mal. Mhm. Oh ja. Super. Was guckt ihr so? Ich darf die streicheln. Ja, die Sussex oder Sussex sagen auch viele. Das sind unsere zugekauften Hühner. Und jetzt zeige ich euch mal nochmal im Detail hier die selbst ausgebrüteten. Das sind 2 Brahmas und ich glaube einmal Vorwerk. Na ihr? Tja, die Kamera kennt ihr noch nicht, oder? Ich stehe jetzt gerade vor unseren Bienen hier und wollte die eigentlich gerade, also die Beuten von außen nochmal mit Leinölfirnis einpinseln. Das habe ich schon einmal gemacht, als wir die bekommen haben im Frühjahr. Das war so ja, im Mai ungefähr diesen Jahres. Und wir fangen natürlich auch gerade erst mit dem Imkern an. Das heißt, wir sind noch total unerfahren, haben uns einiges angelesen. Ich habe keinen Imkerkurs oder sowas besucht. Ich bin gespannt, ob wir die 3 Völker hier über den Winter bekommen. Aktuell ist noch ein bisschen Zuckerwasser drin in allen 3 Völkern. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob sie genug Futter haben, wollten noch einmal zusätzlich einfüttern. Ich hoffe, dass sie das jetzt noch verarbeiten. Ich habe die Tage mal reingeguckt, da war noch nicht alles weg. Jetzt haben wir heute noch mal einen extrem sonnigen Tag hier und ich hoffe, dass sie noch mal einiges jetzt in die Waben packen. Ja, das mit dem Einölen kann ich mir jetzt glaube ich sparen, denn gestochen werden möchte ich jetzt eigentlich nicht heute. Dann würde ich doch einfach sagen, gibt es eine kleine Planänderung und ich zeige euch mal so ein bisschen das Gelände hier. Also hier ist der Teil, der früher mal Wiese war. Dann habe ich mich mal dran versucht, hier einfach das Ganze umzupflügen, also Wiesenumbruch nennt man das. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Nach anfänglichen Einstellungsschwierigkeiten sieht man an den ersten Reihen hier, hat der Rest aber doch ganz gut geklappt. Der Plan ist jetzt, da kommt im Frühjahr dann Kuhmist drauf. Das werden wir dann einarbeiten, also vielleicht nochmal pflügen oder auch einfach nur grubbern bzw. eggen. Das muss ich mir mal angucken, wie das funktioniert. Und das sind ungefähr... Ich blende euch mal den Gartenplan hier ein. Auch eine spannende Sache. Ich habe mir vorher also einen kompletten Plan gemacht. Das sind 650 Quadratmeter Ackerfläche ungefähr. Das werden wir dann aufteilen in verschiedene Parzellen, damit wir auch den Fruchtwechsel haben und so weiter. Ja, das wird richtig cool. Also ich freue mich mega auf das nächste Frühjahr natürlich. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Obst. Und da haben wir uns wirklich eine Vielzahl an Bäumen gesetzt. Von verschiedenen Apfelbäumen hier angefangen. Die sind übrigens auch erst seit ein paar Wochen jetzt in der Erde. Da ist sowas bei wie ein Boskop und viele andere. Wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir die ganzen Obstsorten hier Jahreszeiten verteilt haben. Also dass uns nicht alles gleichzeitig reif wird. Es gibt Früchte, die werden im Sommer schon reif. Dann gibt es Früchte, die werden im September, Oktober, November und so weiter. Also da ist eine bunte Mischung. 3 verschiedene Pflaumenbäume. Also ich fange noch mal kurz an. Wir haben 4 Apfelbäume verschiedene. Pflaume 3-mal, darin einbegriffen allerdings einen Mirabellenbaum. Dann geht es weiter mit einer Süßkirsche. Wir haben im Programm eine Sauerkirsche
Und was wir auch haben, hier um die Ecke, ein Haselnussstrauch. Der wird hoffentlich auch irgendwann mal Nüsse tragen. Ja, schade ist natürlich, dass das Ganze immer so lange dauert. Also bei den Obstbäumen müssen wir mindestens Geduld 3-4 Jahre haben, nehme ich an, bevor da ordentliche Erträge zusammenkommen. Ihr seht hier ist der Acker einmal getrennt. Hat den folgenden Grund: Ich möchte hier eine Reihe an Wein setzen. 4 Weinpflanzen stehen schon. Das sind eher so Tafeltrauben jetzt und da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Angefangen haben wir hier allerdings mit einer Stachelbeere. Und dann geht es hier am Zaun weiter. Ich möchte, dass der Zaun so ein bisschen zuwächst. Da haben wir verschiedene Sorten Johannisbeere. Hier übrigens noch 2-mal Rhabarber. Geht das hier mit den Birnenbäumen weiter. Brombeere haben wir hier am Zaun. Zwischen den Birnenbäumen Heidelbeere. Auch cool und lecker. Und dann haben wir hier zum Ende hin 6 Sorten Himbeere. 3 verschiedene Sorten, jeweils 2 Stück. Und die sollen auch so ein bisschen hier am Zaun hochwachsen, dass das alles so ein bisschen zuwächst. Ich hoffe natürlich, dass mir hier nichts groß geräubert wird. Da muss ich wieder anfangen, Schilder aufzustellen. Das will ich eigentlich nicht. Aber vermutlich kommen wir da nicht drum rum. Auf der rechten Seite seht ihr aktuell das Hühnergehege. Das steht noch nicht final da, wo es stehen soll. Soll später mal in die Ecke hinten zum Apfelbaum. Zu dem alten, wo ich noch am Überlegen bin, ob wir den nicht besser absägen. Der hat dieses Jahr nicht mehr getragen. Ist schon uralt. Also vermutlich 100 Jahre oder so, ich weiß es nicht genau. Aber der trägt nichts mehr, der muss eigentlich weg. Und da soll das Hühnerhaus hin und dann hinten quasi dann auch der Auslauf. Wir haben aktuell einfach einen Elektrozaun, da sind 7000 Volt drauf. Mit einem Weidezaungerät und einer Bleigelbatterie. Wir haben hier keinen Stromanschluss oder Wasseranschluss auf diesem Gelände. Wir müssen uns hier also anderweitig behelfen, aber dazu auch noch später mehr. Dann gehen wir mal weiter. Folgt mir. So, hier kommen wir in den Bereich des Holzplatzes, wie wir ihn nennen. Der dient in erster Linie zur Holzverarbeitung, Brennholz oder eben auch Bretter säge ich hier aus Eichenstämmen. Also ich habe mir im Frühjahr eine ganze Ladung Eichenstämme kommen lassen. Zum einen als Brennholz und zum anderen zur Verarbeitung von Brettern und Balken. Wir bauen nämlich zu Hause im Garten eine Grillhütte. Die steht auch schon, die muss noch verbrettert werden. Boah, und verzeiht mir die Unordnung, aber hier steht jede Menge Zeug rum. Ein paar Maschinen, Geräte, Anhänger, Flug, Egge, Wasserbehälter, jede Menge Holz hier schon fertig gespalten, aber auch noch hier Stämme teilweise, beziehungsweise schon auf Meterstücke geschnitten. Die müssen eben noch durch den Holzspalter durch. Ja, dann haben wir noch Tannen gefällt hier. Hier standen hinter mir, ihr seht die Stümpfe, große Tannenbäume, die mussten auch weg. Die sind abgestorben jetzt oder fast abgestorben durch die Hitze im Sommer. Und die Überbleibsel davon seht ihr ganz einfach da. Da. Ja, muss auch noch gespalten werden. So sieht das hier aus. Und der Grund, warum das Hühnergehege da weg soll, ist ganz einfach. Hier stand vorher auch eine Hecke bis zu dem Ahornbaum. Die habe ich weggeschnitten, weggebaggert mit dem Minibagger. Und da soll dann eine Durchfahrt entstehen für den Traktor, dass man auch auf die Ackerfläche kommt. Also wir haben hier quasi ein Tor, provisorisch mit Wildzaun erstmal. Und Pfosten, da wird noch ein Holztor gebaut, auch noch eins der vielen Aufgaben. Hier ist die Einfahrt und dann kann man eben hier später komplett durchfahren und kommt auf die Ackerfläche, die Hühner wie gesagt hinten in die Ecke. Jetzt habe ich euch mal einen ganz groben Überblick über das ganze Gelände hier verschafft. So habt ihr eine bessere Vorstellung davon, wenn wir an den verschiedensten Stationen hier Dinge erledigen in Zukunft. Das ist unser Paradies, Leute. Wir freuen uns so super mega auf die neue Saison vor allen Dingen, wenn die ganze geschaffene Infrastruktur hier zum Zuge kommt und wie groß es hier erschaffen werden weiterhin. Genauso freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dabei seid, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr hier ein Abo dalasst. Das wäre wirklich klasse von euch und dann sehen wir uns ganz schnell in der nächsten Episode wieder. Macht's gut! Feierabend! Feierabend! Los! Also so wie in dem Video klappt das hier noch nicht so ganz. Wir trainieren noch.
Put, 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 put. Los, 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 los. Feierabend. Ah, doch. Tipptopp. Gute Nacht, Ladies.